Gregor, was soll das werden? Kaffee Orange? Lass mich raten. Du hast Sarah von dem Brief erzählt und sie hat scheiße reagiert, oder? Ja, was machst du noch hier? Mann, ich schmeiß den Laden und du befolgst Regel Nummer 1 in Krisenzeiten. Reden. Was für heute ausnahmsweise Regel Nummer 2 gilt? Lass mich in Ruhe, ich will nachdenken. Das ist der typische Fall für Regel Nummer 3. Frauen sagen immer das Gegenteil von dem, was sie denken. Hi. Hi, willst du was trinken? Nee, ich habe ein Äußer gelesen. Ihr sucht eine neue Bedienung? Ah, das ist Chefsache. Hi, ich bin Gregor. Miriam. Hast du schon mal im Service gearbeitet? Ja, bei uns in der Schulcafeteria. Toll. Oh, schön, Sie zu sehen. Bitte. Für mich war der Orangensaft. Entschuldigung, klar. Für mich dann auch bitte ein Glas Wasser. Kommt sofort. Füll doch bitte schon mal den Fragebogen aus, ja? Name, Adresse etc. Dankeschön. Sarah ist gerade raus. Ja, sie wollte ihre Ruhe. Wahrscheinlich ist sie spazieren gegangen. Vielleicht auch zu Leonhard. Christian, dann kann ich es auch nicht ändern. Sag mal, liebst du sie überhaupt? Natürlich. Nichts auf der Welt. Aber das Einzige, was jetzt angesagt ist, ist Geduld, Vertrauen und der Glaube an ein Happy End. Dann warte mal den nächsten Track ab. Okay, aber nur noch einen. Ich muss mich noch für die Taufe aufbrezeln. Da ist Andi. Hey, wo warst du denn so lange? Das hier hast du im Schneiders vergessen. Ja, das sind meine Einkäufe aus der Apotheke. Und hat der hier was mit deinem verwirrten Hormonhaushalt zu tun? Oder seit wann machen Schwangere solche Tests? Ich habe den für meine Freundin gekauft. Für welche Freundin? Wie, welche Freundin? Naja, wie heißt sie? Wer ist sie? Kenn ich sie vielleicht? Nö, Sag mir, wie sie heißt. ich kann dir nicht sagen, wie sie heißt. Wenn du dich vielleicht verplapperst und ihr Freund rauskriegt, dass sie vielleicht schwanger ist, dann weißt du, was dann los ist? Ich liebe es, wenn du so süß guckst, aber ich kann es dir trotzdem nicht sagen. Wir sehen uns oben. Bis nachher. Ich glaub dir kein Wort. Ist Andi noch unten? Füllt Getränke auf mit Coco. Okay, dann lege ich mich noch mal hin und vielleicht, wenn du ihn siehst, dann kannst du ihm das ausrichten. Und ich soll jetzt dafür sorgen, dass du dich vor unangenehmen Gesprächen drücken kannst. Interessant? Wieso? Könnte doch sein, dass Andi dringend noch ein paar Fragen klären will. Was sind für Fragen? Andi und ich, wir haben keine Geheimnisse voneinander. Wir verstehen Ich uns. habe euch vorhin beobachtet. Echt? Und irgendwie hattest du es plötzlich verdammt eilig, Andi aus dem Weg zu gehen. Ja, weißt du, das Baby, das drückt ganz fürchterlich auf meine Blase und ich muss auch mal ganz dringend. Und irgendwas war in dieser Tüte, die Andi dir gegeben hat. Andi ist doch nur sauer, weil ich immer irgendwas irgendwo liegen lasse. Olivia, was ist da los? Nichts? Ich kenne dich, wenn du lügst. Und ich kenne Andi, wenn er verknallt ist. Und eins ist sicher, du lügst und Andi ist in dich verknallt. Aber ich bin doch auch total verliebt in ihn. Andi will Verantwortung übernehmen für dich und das Kind. Wenn ich mitbekomme, dass du ihn verarscht. Das würde ich nie tun. Hoffentlich. Das hat Andi einfach nicht verdient. Langsam frage ich mich wirklich, wo Leonhard bleibt. Es wäre schön, wenn Sie als Taufpatin die Fürbitten sprechen können. Also, da liegt ein Missverständnis vor. Taufpate ist mein Bruder Konstantin und... Frau Schneider.
Frau Schneider. Monsignore Koch. Aber Sie sind die Lebenspartnerin der Gräfin. Nein, nicht mehr. Dann möchte ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Monsignore. Ans Taufbecken treten nur die Eltern und die Taufpaten. Ist in Ordnung. Die Taufe ist wie das Eingangstor zur Kirche. Ich freue mich, dass wir uns heute versammelt haben, um der kleinen Sophia, Francesca von Ladstein, in die Gemeinschaft der Gläubigen einzuführen. Für mich hat dieser Zauber einen ganz konkreten Namen. Jesus Christus, Das ist Frau Schneiders und Lars Neffe? der auferstandene Herr. Der Ort, an den wir verweilen, Seit wann ist er denn in Düsseldorf? um ihm zu Das begegnen. erkläre ich dir später so Und ihn zu ausführlich wie erkennen. möglich. Und jetzt Ist die Kirche. Sein strahlendes Licht Alles okay. erleuchtet jeden von uns. Besonders aber die kleine Sophia. Liebe Eltern, liebe Paten. Einen Moment bitte. Susanne, ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass du auch mit nach vorne kommst. Bitte. Können wir dann fortfahren? Ja. Willst du nicht endlich mal los? Zur Taufe. Wenigstens noch zur Feier der Taufe. Nein, ich muss Miriam einarbeiten. Das übernehme ich gerne. Ausdrückliches Verbot von Coco. Gregor, gib doch einfach zu, dass du keinen Bock hast, Leonard zu sehen. Soll ich die Getränke wegbringen? Das wäre ganz reizend. Oh nein, Entschuldigung. Da hätten wir den Einstand schon mal hinter uns. Ich mache das sofort sauber. Naja, keine Hektik. Mann, Mann, Mann. Dass du hier so locker hinter der Theke stehst und tust, als wäre gar nichts passiert. Ich würde komplett am Rad drehen. Ja? Wegen der 3 kaputten Gläser? Nein, eher wegen deiner Frau. Ach, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Hast du meinen Lappen? Ja. So, hilf deiner Kollegin und hör auf, mich voll zu labern.